Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Felix und heute reden wir über ein Thema, das viele von euch interessiert. Wie man schnell Deutsch lernt, Tipps und Techniken. Natürlich bin ich nicht allein hier, sondern habe meine wunderbare Co-Moderatorin Lisa bei mir. Hallo Lisa! Hallo Felix! Hallo auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr auf dieses Thema heute, denn es gibt so viele tolle Tipps, die wir teilen können. Absolut, Lisa. Viele Leute wollen Deutsch lernen, aber sie wissen oft nicht, wo sie anfangen sollen oder wie sie schneller vorankommen können. Und genau darum geht es heute. Also Lisa, fangen wir doch gleich mit deinem ersten Tipp an. Was ist das Wichtigste, wenn man schnell Deutsch lernen möchte? Gute Frage, Felix. Ich würde sagen, das Wichtigste ist die Motivation. Ohne Motivation kann es sehr schwierig werden, eine neue Sprache zu lernen. Man sollte also einen guten Grund haben, warum man Deutsch lernen möchte. Das könnte sein, weil man in Deutschland arbeiten oder studieren möchte oder weil man deutsche Freunde hat. Wenn man sein Ziel vor Augen hat, ist es viel leichter, dran zu bleiben. Ja, das stimmt. Motivation ist wie der Motor, der uns antreibt, oder? Ohne sie bleibt man einfach stehen. Und Lisa, hast du vielleicht einen Tipp, wie man motiviert bleibt, besonders wenn es mal schwierig wird? Klar, das passiert jedem Mal, dass man sich weniger motiviert fühlt. In solchen Momenten hilft es, kleine Ziele zu setzen. Wenn man zum Beispiel sagt, heute lerne ich 10 neue Vokabeln, dann ist das ein erreichbares Ziel. Kleine Erfolge motivieren uns weiterzumachen. Und wenn man diese kleinen Ziele immer wieder erreicht, fühlt man sich viel besser. Ah, verstehe. Das ist wie beim Sport, oder? Kleine Schritte machen und plötzlich hat man einen Marathon geschafft. Und was wäre der nächste Tipp, um schneller Deutsch zu lernen? Der nächste Tipp ist, sich so viel wie möglich mit der Sprache zu umgeben. Das nennt man Sprachbad. Man sollte versuchen, Deutsch in seinen Alltag zu integrieren. Zum Beispiel kann man deutsche Musik hören, deutsche Filme oder Serien schauen, vielleicht mit Untertiteln am Anfang, oder Podcasts hören. Auch wenn man nicht alles versteht, gewöhnt sich das Gehirn an die neuen Klänge und Strukturen. Sprachbad. Das klingt lustig, als würde man einfach in die Sprache hineinspringen. Aber ich denke, das ist eine tolle Methode. Und das Schöne daran ist, dass man es leicht in den Alltag einbauen kann, oder? Genau! Es muss nicht immer nur das Büffeln von Grammatik sein. Je mehr man die Sprache um sich herum hat, desto schneller gewöhnt man sich daran. Und wenn wir gerade von Grammatik sprechen, das ist für viele ein schwieriges Thema. Mein Tipp dazu wäre, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren. Man muss nicht jede Regel perfekt kennen, um sich zu verständigen. Ah, das ist ein guter Punkt. Also, vielleicht lieber erst einmal die wichtigsten Zeiten lernen, wie das Präsens oder das Perfekt, statt sich sofort mit dem Konjunktiv 2 zu quälen. Ganz genau, Felix. Das Präsens und das Perfekt sind die Zeiten, die man am häufigsten benutzt. Wenn man die gut beherrscht, kann man schon viele alltägliche Situationen meistern. Und natürlich sollte man auch keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Stimmt. Das ist wie beim Fahrradfahren lernen. Man fällt ein paar Mal hin, aber irgendwann bleibt man oben. Und ich finde, es ist wichtig, einfach zu reden, auch wenn man noch nicht alles perfekt kann. Lisa, hast du noch einen Tipp, wie man die Hemmungen überwinden kann, Deutsch zu sprechen? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele haben Angst, Fehler zu machen, aber das sollte einen nicht abhalten. Mein Tipp ist, such dir jemanden, mit dem du üben kannst. Das kann ein Sprachpartner sein, vielleicht jemand, der Deutsch lernt und deine Muttersprache sprechen möchte. So könnt ihr voneinander lernen. Oder man nutzt Apps wie Tandem oder HelloTalk, um mit Muttersprachlern zu sprechen. Ja, das klingt super. Das ist dann nicht nur Sprachlernen, sondern auch ein kultureller Austausch, oder? Man lernt nicht nur die Sprache, sondern auch viel über die Menschen und die Kultur. Genau. Und das macht das Lernen auch viel interessanter. Wenn man jemanden hat, mit dem man sprechen kann, dann merkt man schnell, wie viel Spaß es machen kann, eine neue Sprache zu lernen. Und ein weiterer Tipp, der mir einfällt, ist, Vokabeln in einem Kontext zu lernen. In einem Kontext? Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Klar, anstatt isolierte Wörter zu lernen, sollte man versuchen, ganze Sätze zu lernen. Zum Beispiel, statt nur das Wort Apfel zu lernen, kann man den Satz lernen, ich esse einen Apfel.
So lernt man nicht nur das Wort, sondern auch gleich, wie man es benutzt. Das hilft auch dabei, sich die Grammatik besser zu merken. Das macht total Sinn. Es ist dann wie ein kleines Puzzlestück, das man im Kopf zusammensetzt. Ich denke, das hilft auch dabei, die Sprache natürlicher zu verwenden. Und was ist mit dem Thema Schreiben, Lisa? Sollten die Leute viel schreiben, um Deutsch schneller zu lernen? Auf jeden Fall. Schreiben ist super wichtig. Es hilft dabei, das Gelernte zu festigen. Man könnte zum Beispiel ein Tagebuch auf Deutsch führen. Es muss nichts Großes sein, vielleicht nur ein paar Sätze über den Tag. So übt man, die Sprache aktiv zu benutzen und man lernt auch, Fehler zu erkennen und zu verbessern. Oh, ein Tagebuch. Das ist eine tolle Idee. Und es ist auch etwas sehr Persönliches. Das macht es wahrscheinlich leichter, dran zu bleiben. Lisa, ich habe gehört, dass viele Leute auch gerne Sprachspiele machen, um Deutsch zu lernen. Was hältst du davon? Das finde ich klasse. Sprachspiele machen das Lernen spielerisch und weniger formell. Man kann zum Beispiel Wortschatzspiele machen, wie Stadt-Land-Fluss, oder Apps nutzen, die das Lernen wie ein Spiel gestalten, wie Duolingo. Das macht Spaß und man lernt nebenbei neue Wörter und Ausdrücke. Stadt, Land, Fluss. Das habe ich als Kind immer gespielt. Das ist auch eine gute Möglichkeit, den Wortschatz zu erweitern. Und was ist mit der Aussprache, Lisa? Hast du da einen Tipp, wie man seine Aussprache verbessern kann? Ja, das ist oft eine Herausforderung, aber auch da gibt es einige gute Tricks. Eine Methode ist, sich selbst aufzunehmen. Man kann sich beim Sprechen aufnehmen und dann anhören, wie man klingt. So merkt man, welche Laute vielleicht noch nicht so gut sind. Oder man kann versuchen, die Aussprache von Muttersprachlern nachzuahmen, zum Beispiel aus Filmen oder Videos. Das nennt man Shadowing. Ah, Shadowing. Also wie ein Schatten hinterher sprechen. Das klingt nach einer spaßigen Übung. Man kann dann direkt hören, ob man sich dem Original annähert, oder? Genau. Es hilft auch, das Gehör für die Sprache zu schärfen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass es Zeit braucht, bis die Aussprache besser wird. Wichtig ist, dass man dranbleibt und nicht aufgibt. Absolut, Lisa. Ich denke, Geduld ist wirklich der Schlüssel. Man sollte sich immer daran erinnern, dass man Fortschritte macht, auch wenn sie manchmal klein erscheinen. Hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die schnell Deutsch lernen möchten? Mein letzter Tipp wäre, habt Spaß dabei. Deutsch lernen sollte keine Pflicht sein, sondern etwas, das Freude macht. Sucht euch Themen, die euch interessieren, sei es Musik, Filme oder sogar Rezepte, und lernt Deutsch damit. Wenn man Spaß hat, lernt man viel schneller. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Lisa. Das Lernen muss Freude machen, dann bleibt man auch motiviert. Und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen konnten, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, motivierter seid, weiter Deutsch zu lernen. Vielen Dank, Lisa, für die tollen Tipps. Danke dir, Felix. Es war mir eine Freude, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle, die heute zugehört haben. Genau. Und wenn ihr noch mehr Tipps zum Deutsch lernen möchtet, bleibt dran. Wir haben viele spannende Themen in den kommenden Folgen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss zusammen. Tschüss!